Seid gegrüßt, geschätzte Freunde der Kreativität. Heute gibt es ein etwas anderes Video, und zwar ein Video, in dem ich Fragen beantworte. Wie ihr vielleicht wisst, vollende ich in diesem Sommer mein 20. Geschäftsjahr. Ich bin also seit 20 Jahren als Künstler freiberuflich tätig. Das ist fast mein halbes Leben lang. Als ich damals begonnen habe, sah die Welt noch ein Stück anders aus. Das mit den sozialen Netzwerken war noch nicht so weit verbreitet wie heute. Und es war ein sehr, sehr faszinierender Weg. Ich habe in dieser Zeit unglaublich viel gelernt. Ich bin immer wieder über mich hinausgewachsen. Ich habe ganz viel gewonnen und auch vieles verloren. Ich habe einige Federn gelassen und mir auch ein etwas dickeres Fell zugelegt. Und ich möchte diese Zeit auf keinen Fall missen. Ich bin wirklich sehr dankbar für den Weg, der hinter mir liegt. Und aus diesem Anlass, und um dieses Jubiläum mit euch gemeinsam zu feiern, habe ich vor kurzem dazu eingeladen, dass ihr mir Fragen stellen könnt zu meinem Weg, oder zu meiner Arbeit als Künstler, die ich heute und hier in diesem Video gern beantworte. Es waren ziemlich viele Fragen, die mich erreicht haben. Und wenn ihr eure Frage im originalen Wortlaut nicht wiederfindet, dann wisst einfach, dass es daran liegt, dass ich Fragen, die sich sehr ähnelten, zu einer Frage zusammen komprimiert habe. Außerdem habe ich die Fragen sortiert, sodass wir uns durch unterschiedliche Themenbereiche arbeiten können. Und wir beginnen mit Fragen zu meinem Weg, den ich in den letzten 20 Jahren gegangen bin. Was waren deine ersten Schritte auf deinem Weg als Berufskünstler? Welche Ziele hattest du? Und auf welchen Ebenen bist du mit dir und deiner Kunst in die Welt gegangen? Die ersten Schritte waren auf jeden Fall analog und lokal. Ich habe viele Kontakte geknüpft in unserer direkten Umgebung. Ich habe Kurse gegeben an der Volkshochschule oder auch direkt an Schulen, also Malkurse mit Kindern oder Kurse für Erwachsene, zuerst an der Volkshochschule und dann bei mir im Atelier. Außerdem habe ich in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit auch noch sehr viel Musik gemacht. Also ich habe nicht nur gemalt und gezeichnet, da gab es auch noch diese andere Schiene, und zwar meine Musik. Also ich habe damals auch viele Konzerte gegeben, Musikunterricht gegeben, ich habe in Kindergärten musikalische Früherziehungskurse gemacht oder mit Erwachsenen Body-Percussion-Kurse, Gitarren- und Klavierunterricht gegeben. Und auf diese Weise bin ich viel in Kontakt gekommen mit Menschen. Und ich habe viel darüber gelernt, wie Kreativität funktioniert. Außerdem habe ich viele Ausstellungen gemacht, manchmal 2 oder 3 Ausstellungen gleichzeitig, oft in Praxisräumen oder auch in öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel im Rathaus oder auch sehr gerne in Geburtshäusern. Und wir waren viel auf Kunsthandwerkermärkten unterwegs. Zum Anfang war ich sogar noch mit meinem Bauchladen unterwegs. Das war dann wirklich der direkteste Kundenkontakt, den ich mir vorstellen kann. Da war nur dieser kleine Koffer, den ich mir umgehangen habe zwischen mir und den Menschen, die sich für meine Kunst interessiert haben. In dem kleinen Koffer habe ich Postkarten von mir verkauft oder auch kleine Streichholzschachtelbilderbücher. Und später wurde aus dem Bauchladen ein kleiner Marktstand. Und mit diesem Marktstand sind wir dann häufig auf Kunsthandwerkermärkten unterwegs gewesen, wo ich auch sehr viel Kontakt hatte zu den Menschen, die sich für meine Sachen interessiert haben. Und hinzu kamen auch noch Auftragsarbeiten. Ich habe damals alles Mögliche gemacht, auch mal ein altes Wandbild restauriert, liebend gerne Wandbilder gemalt, in Häusern und außen an Häusern. Ich habe Auftragsbilder gemalt, alles Mögliche für die Menschen gestaltet und ich habe meine Bilder gemalt. Denn ich war ja immer noch dabei, ein Stück herauszufinden, was eigentlich mein Stil ist, wie meine Art zu malen ist. Meine Ziele waren damals ziemlich einfach. Ich wollte von dem leben, was ich tue. Und ich wollte selber entscheiden, wann ich arbeite und für wen oder mit wem ich arbeite. Es war nicht unbedingt so, dass ich mir vorgenommen habe, jetzt selbstständig zu sein, oder mich als Künstler selbstständig zu machen. Es war eher so, dass ich in die Sache hineingewachsen bin. Ich war damals noch sehr jung, also nicht nur
vom Alter, da war ich Mitte 20, sondern auch von meiner Persönlichkeit. Ich war irgendwie nicht so ganz von dieser Welt, auch sehr naiv und eher so in meiner eigenen Welt. Und durch meine Tätigkeit, ja, als Berufskünstler bin ich erwachsen geworden. Ja, ich bin gereift. Und es ging einfach auch damit los, dass Menschen von mir erfahren haben und gerne ein Werk von mir erwerben wollten oder dass ich etwas für sie male, also ein Auftragswerk anfertige. Und die Menschen benötigten eine Rechnung. Und hierzu gehört in unserem Land, dass wir uns selbstständig machen und Rechnung schreiben dürfen. Also tat ich das. Und so folgte eins auf das andere. Und ich bin ganz natürlich in die Sache hineingewachsen, auch mit der Sache gewachsen und an der Sache gewachsen. Was hast du auf diesem Weg gewonnen und was verloren? Puh, das ist eine große Frage. Da könnte ich unglaublich viel zu sagen. Aber ich fasse mich lieber kurz und bringe es in eine Essenz zusammen. Gewonnen habe ich Reife. Ja, das ist ein Wort, das trägt unglaublich viel in sich. Also belasse ich es dabei. Und was ich verloren habe, sind alte Vorstellungen davon, wie es ist, Künstler zu sein, als Künstler zu arbeiten. Und auch ein ganzes Stück Naivität habe ich verloren und dafür Reife gewonnen. Was waren die 5 größten Errungenschaften auf deinem Weg? Hürden, die du gemeistert hast und für die du jetzt dankbar bist, dass du sie gemeistert hast. Eine Hürde, die ich gemeistert habe, ist auf jeden Fall, meinen Preis zu nennen, ohne einzuknicken. Ja, oder ohne drum herum zu eiern oder immer leiser zu sprechen. Eine weitere Hürde, die ich überwunden habe, ist es, mich im Außen zu zeigen. Zum Beispiel in YouTube-Videos. Ja, mein erstes, zweites, drittes YouTube-Video, das war damals noch sehr aufregend. Und etwas, was damit einhergeht, ist auch, dass ich immer selbstsicherer wurde, wenn ich vor Menschen gesprochen habe. Zum Beispiel auf Ausstellungseröffnungen. Ich erinnere mich an eine meiner ersten Ausstellungseröffnungen. Da hat der Veranstalter mich vorgestellt und ein paar Worte zu meinen Bildern gesagt, hat dann sein Glas erhoben und auf mich gedeutet. Und das hieß, dass ich jetzt dran bin, ein paar Worte zu sagen. Und das war mir damals nicht so ganz bewusst und ich war auch ein Stück überrumpelt davon und auch überhaupt nicht in der Lage, was zu sagen, sodass ich einfach da stand, ebenfalls mit meinem Glas und gelächelt habe. Und zum Glück war der Veranstalter so freundlich und auch so souverän, dass er einfach wieder das Wort ergriffen hat und weitergesprochen hat. Und es war nicht ganz so peinlich für mich. Und mit den Jahren und den zahlreichen Gelegenheiten, die sich ergeben haben, wurde es immer besser. Eine weitere Hürde, die ich gemeistert habe, ist die, dass ich mich jetzt nicht mehr scheue, wenn ich mit Menschen geschäftlich zusammenarbeite, die Rahmenbedingungen vorher genau abzuklären und auch vertraglich zu regeln. Früher lief das per Handschlag ab, heutzutage gilt eine Unterschrift viel mehr als ein Handschlag und auf diese Weise wird die Zusammenarbeit entspannter und auch klarer. Eine weitere Hürde, die ich gemeistert habe und die ich auch heute noch jeden Tag meistere, ist es, meinen Berufsalltag zu strukturieren. Ja, auch das ist heute noch meine tägliche Lernaufgabe. Wir wissen ja, Struktur ist sehr wichtig und sehr hilfreich. Das ist eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch noch unser lebendiges, kreatives Chaos, das pulsieren will und das fließen will. Und beides gilt es in Balance zu halten. Und das ist eine wunderbare Herausforderung. Das Geschäftsmäßige auf die Reihe kriegen und das kreative Chaos am Leben erhalten. Eine
letzte Hürde noch, die ich gern mit euch teilen will, oder auch eine Errungenschaft, ist es, dass ich gelernt habe, Pausen zu machen. Ja, ich bin früher gerne mit Vollgas so lange vorwärts gedüst, ja, bis ich nicht mehr konnte. Dann musste ich eine Pause machen. Und heute weiß ich, dass es gut ist, Pausen zu machen. Ja, dass es auch gut ist, regelmäßig Pausen zu machen und auch auszusteigen aus den intensiven kreativen Prozessen, in die wir uns hineinbegeben als kreativer Mensch. Die Pausen helfen uns, unsere Schöpfung immer wieder im neuen Licht zu betrachten, ja, mit einem frischen Blick. Und außerdem helfen uns Pausen dabei, das Feuer am Brennen zu halten, sodass es nicht ausbrennt. Gab es Zeiten, in denen du an deinem Tun gezweifelt hast? Wie bist du damit umgegangen? Was hat dich motiviert, weiterzumachen? Ich wusste, das, was ich tue, ist, was ich liebe. Ja, das ist, was ich liebe, was ich bin, was ich kann, wofür ich hier bin. Und ich kann nicht anders. Also gab es keine andere Möglichkeit als weitermachen. Und außerdem habe ich gelernt, dass Selbstzweifel nicht unbedingt nur schlecht sind. Ja, in geringen Dosen sind Selbstzweifel, oder in gesunden Dosen, ja, sind Selbstzweifel sogar hilfreich. Sie unterstützen uns dabei, immer klarer zu definieren, wer wir sind, was wir wollen, wie wir es erreichen wollen. Und wir können, wenn wir auch hier und da immer wieder hinterfragen, was wir tun und wie wir es tun, unsere Herangehensweisen und unsere Lebensweise anpassen und hier und da etwas neu kalibrieren, optimieren oder das, was nicht mehr funktioniert, verabschieden. Was sind deine 3 wichtigsten Grundwerte, die dich in den letzten 20 Jahren getragen und angetrieben haben? Erstens, Treue. Ja, Treue mir gegenüber, Treue meinem Wesen gegenüber, meinem Ausdruck gegenüber und auch Treue gegenüber dem Leben. Zweitens, Gewissenhaftigkeit. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es ganz. Und dann mache ich es mit Leib, mit Seele und mit Geist. Und drittens, liebevolle Beharrlichkeit. Ja, das ist etwas, was ich sehr schätze und was sich auch immer wieder als wertvoll herausgestellt hat. In meiner Arbeit mit Menschen oder auch im Umgang mit mir selber oder in meinem kreativen Ausdruck. Was würdest du einem jungen Künstler raten, der sich mit dem Gedanken trägt, sich selbstständig zu machen? Welche wichtigen Ratschläge basierend auf deinen Erfahrungen würdest du ihm mitgeben? Also zuerst würde ich sagen, finde dein Wozu. Ja, finde deine Intention, deinen Antrieb. Warum willst du das tun? Ja, was steckt dahinter? Was macht, dass du nicht anders kannst? Wenn du das weißt, dann hast du was, worauf du immer wieder zurückgreifen kannst. Ja, wenn die Umstände etwas herausfordernder sind. Es ist wie eine Fackel in dunkler Nacht. Dann würde ich sagen, warte nicht, bis du gut genug bist, sondern fang an und werde besser im Tun. Ja, Meisterschaft entsteht durch das Gehen eines Weges. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Disziplin. Ja, bist du diszipliniert? Bist du in der Lage, dir Strukturen zu erschaffen, die hilfreich und förderlich sind für dein Wirken? Bist du in der Lage, dran zu bleiben, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten? Denn es wird nicht immer leicht sein, weil kein Weg immer leicht ist. Und was auch noch wichtig ist, ist der Ausgleich. Ja, achte auf den Ausgleich. Wenn du hart gearbeitet hast, ruh dich aus. Wenn du dich ausgeruht hast, dann knie dich wieder rein. Beides hat seine Zeit und es ist wichtig, beides zu achten. Wenn du nur einen Ratschlag geben dürftest, was würdest du jemandem raten, der gerade am Anfang steht, sich im kreativen Bereich selbstständig zu machen? Ich würde sagen,
Lerne vom Leben und lerne von der Natur, wie Kreativität funktioniert. Und dann bleib dran mit Liebe und Beharrlichkeit. In der Natur hat alles seine Zeit. Es gibt Zeiten, in denen wir säen und es gibt Zeiten, in denen wir ernten. Und es gibt Zeiten, in denen wir die Pflanzen, die wir gesät haben vorher, pflegen. Und diese Zeiten sind nicht die Zeiten, in denen wir ernten. Ja, es gibt Zeiten, in denen wir geben und es gibt Zeiten, in denen wir empfangen. Ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit vieles einfach so gemacht. Viele Sachen habe ich ehrenamtlich gemacht, einfach um Erfahrung zu sammeln. Viele Zusammenarbeiten entstanden hauptsächlich aus Neugier, ja, oder auch aus dem Gedanken, schauen wir mal, wie es funktioniert. Ja. Und auf diese Weise lernen wir. Heutzutage ist es ja so, dass wir vermittelt bekommen, dass alles schnell gehen muss. Und auch, dass wir alles bekommen, ohne etwas dafür zu tun. Aber die Dinge brauchen ihre Zeit. Alles im Leben braucht Zeit, um zu wachsen und zu gedeihen. Und vor allem, um zu reifen. Wir können Pflanzen nicht zwingen, schneller zu wachsen, als sie wachsen. Wir können auch ein Baby im Mutterleib nicht zwingen, schneller zu wachsen, als es wächst. Es braucht seine Zeit. Es braucht die Zeit, um zu einem vollständig intakten menschlichen Wesen heranzuwachsen. Im Bauch seiner Mutter. Und genauso wächst, gedeiht und reift unsere kreative Selbstständigkeit. Ja, sie braucht viel Pflege, gerade zu Beginn, viel Einsatz, viel Geben. Und die Frage ist, sind wir bereit, das zu geben, um uns dann an den leckeren Früchten zu laben? Von der Natur lernen heißt auch, dass wir lernen, wer wir von Natur aus sind. Wir können einen Apfelbaum nicht zu einem Lavendel machen. Wenn du dir die ganze Zeit wünschst, ein Apfelbaum zu sein, aber du bist in Wirklichkeit ein Lavendel, dann ist es wichtig, dass du weißt, dass du ein Lavendel bist. Und dann besteht dein Weg darin, der erstaunlichste Lavendel zu sein, der du sein kannst. Und der Apfelbaum ist der Apfelbaum. Und so gehört es zu diesem Weg dazu, dass wir herausfinden, wer wir sind, ja, wie wir ticken, was am besten für uns funktioniert und auch, was wir zu geben haben. Und wenn wir hier bereitwillig hinschauen und zuhören, begreifen und lernen, dann reifen wir. Gibt es eine Situation oder ein Erlebnis in deiner beruflichen Laufbahn, das dich sehr überrascht hat und womit du nicht gerechnet hast? Also was mich auf jeden Fall immer wieder überrascht und erstaunt ist, wo überall meine Bilder hängen und wer alles meine Bilder kennt. Das überrascht mich tatsächlich immer wieder. Ich erinnere mich auch an eine Zeit, vor etwa 10 Jahren war das. Da wurde ich plötzlich auf der Straße vermehrt von Menschen angesprochen. Die haben mich erkannt aus Videos oder aus Zeitungen und haben mich einfach angesprochen und mir gesagt, wie sehr sie meine Kunst schätzen. Und es war zum Anfang extrem ungewohnt für mich und auch ein bisschen peinlich. Aber ich habe mich daran gewöhnt, ich habe gelernt, damit umzugehen und auch wirklich offen und dankbar in der Situation zu bleiben. Was mich auch sehr überrascht hat, war, wie viele Menschen sich 2021 für meine Online-Ausbildung angemeldet haben. Ihr wisst ja, das war die Zeit, wo plötzlich alles online stattgefunden hat. Und ich habe mich lange geweigert, meine Ausbildung für heilsames, intuitives Malen im Online-Format anzubieten, weil ich dachte, das kann nicht funktionieren. Und die Umstände haben dann mich jedoch immer wieder beharrlich dazu eingeladen, das mal auszuprobieren. Das habe ich getan und ich dachte allerdings, das wird wahrscheinlich nicht viele Menschen interessieren. Und ich war überrascht, wie viele Menschen sich dafür interessiert haben und das auch heute noch tun. Und noch etwas, was mich auch sehr überrascht hat, ist, wie viel Nähe und Berührung in einer Online-Begegnung entstehen kann. Ja, ihr habt es ja schon gehört, ich war nicht begeistert von der Online-Variante. Ich war auch kein Freund davon.
habe mich aber darauf eingelassen. Und ihr wisst ja, wenn ich was tue, tue ich es ganz. Und ich habe ganz viel reingegeben und ich bin immer wieder zutiefst bereichert davon, ja, was für Begegnungen entstehen können. Der Raum, der dabei entsteht, ist genauso voller Liebe, voller Wertschätzung und voller Staunen wie der Raum, der in einer Präsenzbegegnung entsteht. Und das zu erleben, hat mich sehr überrascht und mit Staunen erfüllt. Wie hältst du die Balance zwischen Beruf und Privat? Also Work-Life-Balance. Wenn man mir die Frage vor 5 Jahren gestellt hätte, hätte ich vielleicht gesagt, welche Work-Life-Balance? Heute sehe ich das etwas anders. Niemand kann 20 Jahre lang immer nur Vollgas geben und ich habe gelernt, dass alles seine Zeit hat. Und dass der Mensch auch Pausen braucht. Daher schaffe ich einen gesunden Ausgleich zu meiner Arbeit, die auch ein hohes Maß an Intensität beinhaltet, indem ich mich auf jeden Fall gesund und auch bewusst ernähre, indem ich mich bewege, also etwas Sport mache, um auch meinem Körper einen gesunden Ausgleich zu bieten zu der doch übermäßigen Sitzarbeit. Ich achte darauf, dass ich ausreichend Schlaf bekomme, dass ich mir Auszeiten nehme, in denen ich wirklich ganz aussteige. Ja, auch aus sämtlichen Online-Aktivitäten, um wirklich mal ganz rauszukommen. Selbst wenn es für einen halben Tag ist, ja, oder auch für einen Tag oder für ein Wochenende. Das kann Wunder wirken, ist meine Erfahrung. Und ich habe vor einigen Jahren die Gartenarbeit für mich entdeckt. Das ist für mich der ultimative Ausgleich. Ja, wenn ich mich mit der Natur verbinden kann, im Garten, dann ist das Heilnahrung für mein ganzes Wesen. Dann ist das Inspiration. Dann ist das Urlaub. Dann ist das Kontakt und Austausch. Und es ist die Möglichkeit, auf einer anderen Ebene auch nochmal mich mit dem Leben zu verbinden. Was ich in diesem Zusammenhang wirklich lernen musste, ist aufzuhören, bevor es zu spät ist. Ja, wir kennen das alle bestimmt in der einen oder anderen Form beim Essen. Ja, wenn etwas wirklich, wirklich gut schmeckt, dann wollen wir mehr und mehr davon essen. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo es zu viel ist und wo die Sache dann kippt, wo es uns nicht mehr gut tut. Und das Gleiche kann auch passieren, wenn wir etwas tun, was wir lieben, wenn wir eine Arbeit haben, die wir lieben. Es kann einen Punkt geben, wo die Sache kippt. Und es ist gut zu lernen, wie es sich anfühlt, bevor dieser Punkt erreicht ist. Und dann aufzuhören, einen Schritt zurückzugehen, Pause zu machen, Abstand zu nehmen. So viel zur Work-Life-Balance. Gab es in den letzten 20 Jahren eine besondere Begegnung oder ein Erlebnis, das dich geprägt hat? Ich würde sagen, es gab unzählige Begegnungen und Erlebnisse, die mich geprägt haben. Jedes Mal, wenn ich jemanden begleite im kreativen Prozess, ist das für mich eine ganz besondere und wertvolle Begegnung. Auch jeder Bilderschaffungsprozess, ja, ist eine Reise, die mich verändert und mich erweitert. Auch jede Zusammenarbeit birgt ein gigantisches Potenzial an neuen Erkenntnissen in sich. Und es berührt mich auch immer wieder, wenn Menschen mir ihr Vertrauen schenken. Ja, sei es, wenn ich sie begleite oder wenn ich ein Bild für sie male und sie sagen, ja, du machst das schon, ich vertraue dir. Ja, das ist für mich nicht selbstverständlich. Es ist ein großes Geschenk, das ich sehr wertschätze und das mich natürlich auch dazu antreibt, mein Bestes zu geben. Glaubst du, es ist heutzutage möglich, ein Geschäft ohne Social Media aufzubauen? Ich glaube, dass alles möglich ist. Es braucht möglicherweise
den entsprechenden Einsatz. Ich denke, wir wissen alle, dass in unserer Welt heutzutage Social Media kaum noch wegzudenken ist und dennoch gibt es ein analoges Leben und das hat seinen Wert und auch sein Gewicht. Und wenn wir unser Hauptaugenmerk darauf legen und auch unseren Einsatz dementsprechend liefern, ja, dann denke ich, ist das machbar. Über die sozialen Netzwerke können sich Informationen unheimlich schnell verbreiten. Das hat Vor- und auch Nachteile. Und wenn wir möchten, dass sich die Information verbreitet, dass wir ein Geschäft haben, ja, und dass wir dieses gerne mit der Welt teilen möchten, dann müssen wir in der Welt präsent sein. Und wenn wir das nicht über Social Media machen wollen, dann sollten wir, so oft es geht, irgendwo präsent sein. Ja, sei es mit Vorträgen oder mit Veranstaltungen, Schnupperveranstaltungen, mit Ausstellungen. Wir müssen uns bewegen, wir müssen dranbleiben und uns zeigen. Das funktioniert über ein Posting, wahrscheinlich unkomplizierter, als immer wieder irgendwo hinzufahren und einen Stand aufzubauen mit Infomaterialien. In der digitalen Welt erliegen wir oft der Illusion, dass die Dinge schnell gehen. Ja, eine bestimmte Information oder ein Angebot kann sich rasant schnell verbreiten. Viel schneller als in der analogen Welt. Ja, plötzlich schauen alle dieses Video oder plötzlich hören alle dieses Lied. Das vermittelt den Eindruck, dass die Dinge so schnell wachsen können, was sie ja auch tun, allerdings nur auf der digitalen Ebene. Bloß weil 1000 Leute oder tausende Leute ein bestimmtes Video schauen, heißt es nicht, dass tausende Leute diese Leistung auch in Anspruch nehmen. Und ich glaube, Vertrauen entsteht durch Begegnung. Ja, durch Begegnung zwischen Menschen, die einander zuhören, die sich spüren können, die sich wahrnehmen können, ja, im gleichen Raum. Und auf diese Weise kann auch etwas sehr Großes entstehen. Der Aufwand liegt hierbei auf einer anderen Ebene. Also, mein Fazit: Ich glaube, es ist möglich, doch es braucht vielleicht etwas mehr Zeit und etwas mehr Bewegung, ja, und Aufwand in der analogen Welt. Gut, kommen wir nun zu ein paar Fragen über meine Kunst und auch über die Kreativität an sich. Was waren in den letzten 20 Jahren die 5 schönsten Aufträge und warum? Ach herrje, jeder Auftrag ist ja auf seine einzigartige Weise schön, doch ich werde mal 5 aufzählen, die mir jetzt in den Sinn kommen und die mich nachhaltig berührt haben. Ich habe einmal ein Wandbild gemalt in einem Kinderzimmer mit einer seltsamen Karawane. Das hat ungefähr 3 oder 4 Tage gedauert. Und das Schöne daran war, dass die Kinder nach der Schule immer mit dabei waren, wenn ich gemalt habe. Also die Familie, für die ich das Wandbild gemalt habe, hat sich live und vor Ort immer Figuren wünschen dürfen, ja, die ich mit auf die seltsame Karawane male. Und wenn die Kinder dann am Nachmittag mit dabei waren, haben sie auch gemalt und haben auch sich Geschichten direkt ausgedacht zu den Figuren, die ich an die Wände gemalt habe. Oder sie haben Lieder gesungen über die Figuren, die sie an der Wand entdeckt haben. Und das hat diesen Auftrag für mich zu einem wunderschönen, bunten und runden Erlebnis gemacht, an das ich heute noch gern denke. Und dann fällt mir noch ein Wandbildauftrag ein. Da habe ich eine Badezimmerwand bemalt. Da gibt es auch ein YouTube-Video drüber, ja, wo ihr euch anschauen könnt, wie das Wandbild entsteht, vom Anfang bis zum Ende. Das war ein sehr, sehr intensiver Prozess. Ich habe das Wandbild innerhalb von 3 Tagen gemalt. Es war ein richtig großes Wandbild, also ich habe es vollflächig bemalt. Und am 3. Tag kam auch noch die Kindergartengruppe des einen Kindes von der Familie vorbei und alle standen in dem kleinen Badezimmer und haben sich das Wandbild angeschaut, ja, was fast fertig war, und eine kleine Führung gemacht. Und ich glaube, ich habe dann auch noch einen einstündigen Mini-Workshop mit denen gemacht, wo wir Kartoffeldruck gemacht haben, als angenehme Abwechslung zu malen. Das war ein wunderschöner, wunderschöner Malprozess und auch eine sehr schöne Begegnung mit den Menschen, die das Bild in Auftrag gegeben haben.
und es ist ein richtig gutes Werk rausgekommen. Ein weiterer sehr, sehr schöner Auftrag, an den ich gern zurückdenke, ist mein zweites vollständig illustriertes Kinderbuch. Das heißt Charlie sucht einen Freund. Es gibt es mittlerweile leider nicht mehr, weil es nur in einer Auflage angefertigt wurde. Und zwar kam damals die Autorin auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen kann, das Buch zu illustrieren. Und eine Tischlerei, war das, glaube ich, hat angeboten, dieses Buch drucken zu lassen in einer bestimmten Auflage und als Weihnachtsgeschenk an all seine Firmenkunden zu verschenken. Und das Honorar für die Autorin und für mich bestand darin, dass wir eine bestimmte Menge Bücher bekommen. Diese Bücher habe ich mittlerweile alle verkauft und es war ein wunderschöner Malprozess, ein wunderschöner Entstehungsprozess, weil ich wirklich in die Geschichte hineingeschlüpft bin, die Charaktere ausgebrütet habe und ihnen dann auf dem Papier Gestalt gegeben habe. Ja, und es war sehr schön, in diese Welt einzutauchen und auch zu sehen, wie sehr sich die Autorin über die Illustrationen gefreut hat und dann das fertige Buch in der Hand zu halten. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Dann möchte ich an dieser Stelle noch mein Bild Alles darf sein erwähnen. Es war ein Auftragswerk und es war insofern besonders für mich, weil es bahnbrechend war. Es hat eine neue Qualität in sich getragen und auch einen neuen Gehalt. Über die Entstehung dieses Bildes gibt es auch ein Video hier auf YouTube. Und die Autorin Kerstin Werner hat es damals in Auftrag gegeben für ihr Buch Gefühle zeigen erlaubt. Und das Bild gibt es auch bei mir als Poster im Kunstshop und ich staune immer wieder darüber, wie viele Menschen dieses Bild kennen und schätzen. Ja, es hängt in unglaublich vielen Kinderzimmern, wo die Eltern anhand dieses Bildes mit ihren Kindern über Gefühle sprechen, ja, und ihnen auch das vermitteln, dass es in Ordnung ist, die unterschiedlichsten Gefühle zu fühlen, dass das zum Menschsein dazugehört. Und das berührt mich immer wieder sehr, ja, zu sehen, wie weit dieses Bild schon gereist ist und wie viele Menschen dieses Bild erreicht hat. Und als letztes möchte ich an dieser Stelle noch meine Zusammenarbeit erwähnen mit Geburtshäusern. Ja, es ist kein konkreter Auftrag, sondern es ist eher die Tatsache, dass ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch mit Geburtshäusern zusammengearbeitet habe, weil ich finde, dass Hebammen eine großartige Arbeit machen. Ja, sie bringen neues Leben in die Welt. Das ist etwas, was wir alle schätzen sollten. Und ich habe es immer wieder sehr genossen, mit Hebammen oder mit Geburtshäusern zusammenzuarbeiten. Ich habe für Geburtshäuser Illustrationen erstellt, ja, für Einladungskarten oder auch für die Websites. Ich habe Logos für Hebammen angefertigt. Und vielleicht doch in diesem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, dass ich auf die Anfrage eines Geburtshauses eine Postkarte gestaltet habe. Und zwar Abschied vom geliebten Kind. Eine Hebamme, mit der ich oft und gerne zusammenarbeite, hat sich vor vielen Jahren an mich gewendet und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Karte zu gestalten für Frauen, die ihr Kind verloren haben. Das habe ich getan und das war ein sehr, sehr berührender Erschaffungsprozess für mich. Und diese Karte hat seitdem, sofern ich es weiß, viele, viele Herzen berührt. Und es gab unzählige weitere Aufträge, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Wie schaffst du es, auf Knopfdruck kreativ zu sein, zum Beispiel für einen Auftrag, wenn es dir gerade mal nicht so gut geht? Kennst du Kreativblockaden? Was machst du dann? Meine Erfahrung ist, dass alles seine Zeit hat und dass, wenn wir als freiberuflicher Künstler tätig sind, weniger auf Knopfdruck kreativ sind, sondern eher ein Empfinden dafür entwickeln,
wann der richtige Zeitpunkt ist für genau diese kreative Tätigkeit. Ja, es ist zum Beispiel so, wenn ich einen Auftrag habe, dann spüre ich, wann der Moment ist, mich ranzusetzen und die Sache anzugehen. Und dann tue ich es und dann fließt es auch wunderbar. Die andere Geschichte sind Termine. Ja, also was ist, wenn das Bild oder das Werk zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss und ich nicht unbedingt abwarten kann, bis der richtige Zeitpunkt da ist oder das richtige Zeitfenster. Dann tue ich alles, was in meiner Macht steht, um die Bedingungen zu schaffen, ja, die es möglich machen, dass es fließen kann. Also dazu gehört, dass ich mich erstmal entspanne und in ein Bewusstsein begebe, in dem ich das Gefühl habe, ich habe unendlich viel Zeit. Wenn ich das schaffe, geht es oft ganz schnell und dann ist die Sache fertig. Es ist weniger ein Kreativsein auf Knopfdruck, sondern eher ein Bedingungen schaffen, in denen eine Weite entsteht, sodass der Druck rausgeht. Ja? Druck entsteht ja auf engem Raum. Und wenn wir den Raum weit machen, dann wird der Druck geringer und es kann fließen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video veröffentlicht hier auf YouTube, ein Gute-Frage-Video, wo ich noch mehr darauf eingehe. Die richtigen Bedingungen schaffen, das heißt auch, wenn es mir mal nicht so gut geht, dass ich dafür sorge, dass es mir besser geht. Und das kann heißen, dass ich mich erstmal um mich kümmere und zu einem späteren Zeitpunkt das Auftragswerk anfertige oder dass ich auch hier wieder alles in meiner Macht Stehende tue, damit ich mich besser fühle und damit ich frei kreativ sein kann. Das Gleiche gilt bei kreativen Blockaden. Ja, eine Blockade entsteht ja dann, wenn wir uns unter Druck setzen oder unter Druck fühlen, weil der Raum sehr eng ist. Und da hilft Raum weit machen. Ja, Druck geringer werden lassen. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und Herangehensweisen. Das ganze Spektrum vermittle ich ja immer wieder im heilsamen, intuitiven Malen. Und was ich dann tue, ist auch manchmal nicht kreativ sein. Ja, dadurch, dass ich durch meinen Beruf ständig kreativ bin, ist es auch ganz angenehm, wenn ich eine kreative Blockade habe, zu sagen, okay, dann eben nicht, dann eben ein andermal. Und dann mache ich eine Pause. Und das wirkt Wunder. Ja. Ich mache einfach was anderes. Dadurch komme ich auch in einen anderen Bewusstseinszustand. Zum Beispiel im Garten, ja, oder ich bewege mich ein bisschen, ja, oder ich mache Musik, ich improvisiere mit einem anderen Medium und plötzlich kann es sein, dass der kreative Funke wieder anspringt, ja, und dass die Sache ins Rollen kommt, ins Fließen. Wie ist deine Meinung zum Thema Leistung im Zusammenhang mit Kunst bzw. Kreativität? Ich denke, dass Kreativität keine Leistung ist, die wir erbringen, sondern etwas Urnatürliches, was uns innewohnt. Es ist nichts, was wir leisten. Es ist etwas, was wir sind. Wir Menschen sind alle unterschiedlich und jeder von uns ist einzigartig. Und wir haben alle unseren ganz einzigartigen kreativen Ausdruck und unsere einzigartige Art, kreativ zu sein. Und wenn wir eine Leistung bewerten, dann erfolgt die Bewertung basierend auf bestimmten Parametern. Das heißt, es müsste universelle Parameter geben, die definiert, wann Kreativität gut ist und wann sie nicht gut ist. Oder wann sie dies ist und wann sie jenes ist. Und Kreativität ist viel zu allumfassend, ja, um sie auf diese eingeschränkte Weise zu betrachten. Insofern könnte man höchstens, wenn wir mit dem Wort Leistung in diesem Zusammenhang umgehen wollen, sagen, wenn jemand sich und seiner Kreativität immer treu bleibt, dann ist das eine großartige Leistung.
oder wenn jemand viel Zeit seines Lebens investiert, viel Energie investiert, ja, um eine Kunst zu erlernen und Meisterschaft darin zu erlangen, dann ist das eine Leistung, ja, die wir wertschätzen können. Eine bemerkenswerte Leistung. Wie würdest du Kreativität und Flow für dich definieren? Kreativität ist Schöpfermacht in Aktion. Ja, im Großen wie im Kleinen. Und Flow ist frei fließende Schöpfermacht, ja, oder frei fließende Kreativität, wenn dem nichts im Weg steht. Ja, wenn die Bedingungen so vorherrschen, dass wir unseren authentischen Ausdruck einfach fließen lassen können. Was braucht es für dich dazu? Auf jeden Fall meine Entscheidung, meine Hinwendung, ja, Raum und Zeit. Am wohlsten fühle ich mich im Kreativsein, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ganz viel Zeit und ich kann einfach nur spielen. Ja, wenn ich in diesem Bewusstsein an ein kreatives Projekt herangehe, dann steht dem nichts im Wege. Und wie schon vorher gesagt, wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, dann ist es meine Aufgabe, diese Bedingungen zu schaffen. Wie entstehen deine Werke? Gibt es im Prozess auch Gefühle und Gedanken wie, das wird nichts? Und falls ja, wie gehst du damit um? Meine Werke entstehen ganz oft wie eine Abenteuerreise. Eine Inspiration ist da, ein Anfangspunkt, und dann beginnt die Reise. Und diese Reise ist ein Abenteuer, also ein Unterfangen mit ungewissem Ausgang. Ich setze einfach einen Punkt nach dem anderen oder ziehe eine Linie nach der anderen. Und natürlich gibt es auf diesem Weg auch Gedanken wie, das wird nichts oder oh mein Gott, jetzt habe ich es versaut. Und was ich dann tue, ist weitermachen. Ja, genauso wie wir auf einer Abenteuerreise weitermachen. Ja, wenn wir gerade das Gefühl haben, das läuft hier alles überhaupt nicht gut, dann können wir eine Pause machen, kurz verschnaufen und dann gehen wir weiter, unseren Weg. Und im kreativen Prozess ist es genau das Gleiche. Wenn möglich und wenn nötig Pause machen, kurz aussteigen, ja, Perspektive wechseln und dann wieder einsteigen mit frischem Blick, weitermachen und dann sieht die Sache meist schon ganz anders aus. Und wir fragen uns dann vielleicht, wie konnte ich denn denken, dass das nichts wird? Welches deiner Werke macht dich glücklich und welches nicht? Ein Werk macht mich glücklich, wenn es aus der Tiefe meines Wesens kommt und wenn ich darin der Inspiration, die ich empfangen habe, authentisch Ausdruck verleihen konnte. Das erfordert etwas Übung und es gab auf meinem Weg viele Werke, mit denen ich nicht glücklich war, gerade in der Anfangszeit, als ich noch auf der Suche war nach meinem ganz einzigartigen Ausdruck. Da gab es etliche Bilder, wo mir das nicht gelungen ist. Es war noch ein Abtasten, ein Suchen, ja, ein mich vortasten. Als ich dann die Verbindung gefunden habe und auch eine Herangehensweise, ja, für mich, wie ich Sachen bildnerisch zum Ausdruck bringen kann oder anders gesagt meinen persönlichen Stil gefunden habe, da war es so, dass ich meist, wenn das Bild fertig war, sagen konnte, das passt. Das stimmt, ja. Das ist auf den Punkt. Und das kommt dem Ausdruck, es macht mich glücklich, sehr nah. Und ein Werk macht mich auch glücklich, wenn es Menschen berührt. Was ist dein liebstes Werk? Das ist in etwa so, als würde man mich fragen, wenn ich im Garten stehe,
welches ist deine liebste Pflanze in diesem wunderbaren Garten, der ein so in sich vollkommenes Kunstwerk ist, ja, wo jede Pflanze und auch jedes Tierchen seinen ganz eigenen Platz hat. Ähnlich geht es mir mit meinen Werken. Jedes dieser Werke hatte seine Zeit und seinen ganz einzigartigen Raum und seine einzigartigen Bedingungen, unter denen es entstanden ist. Und all das wertschätze ich. Und ich kann mich nicht entscheiden, welches Werk mir am liebsten ist. Weil alle haben mir ganz viel Freude gemacht. Jetzt kommen ein paar ganz praktische Fragen. Als du deine ersten Bilder und Karten hast drucken lassen, hast du dir eine Druckerei gesucht, mit der du dann persönlich zusammengearbeitet hast? Ich nehme an, dass es noch nicht oder wenig Online-Druckereien gab. Und wie waren deine Erfahrungen mit deinen gedruckten Werken? Ja, das stimmt. Als ich angefangen habe, wusste zumindest ich noch nichts von Online-Druckereien. Hätte ich auch gar nicht mit umgehen können damals. Daher habe ich mich an Druckereien vor Ort gewendet. So habe ich das bei Postkarten gehandhabt, bei Postern oder auch Ausmalbildern war es eher so, dass ich diese in einem Copycenter bei uns in der Nähe habe drucken lassen. Und da habe ich nicht gleich so viele anfertigen lassen, sondern immer ein paar. Und wenn die ausverkauft waren, habe ich eine neue kleine Auflage anfertigen lassen. Das hat ziemlich gut funktioniert und auch über eine längere Zeit. Und als die ganze Sache gewachsen ist, ja, und immer mehr Menschen die Poster kaufen wollten, da habe ich dann auch angefangen, diese in Druckereien anfertigen zu lassen. Also auch das hat seine Zeit gebraucht. Ich habe der Sache die Zeit gegeben und vorher habe ich einfach Lösungen gefunden, die nicht ganz so aufwendig waren und auch nicht so preisintensiv. Ich denke, das war ein sehr guter Weg anzufangen. Welche Art von Papier benutzt du am liebsten für deine Werke? Es kommt auf die Farben an, die ich verwende. Wenn ich mit Aquarell arbeite, dann benutze ich am liebsten satiniertes Aquarellpapier. Also das ist Aquarellpapier, was fast glatt ist, ja, was relativ wenig Struktur auf der Oberfläche hat, weil ich auf diesem Papier am feinsten arbeiten kann. Für Acrylfarben benutze ich sehr gerne Leinwände oder auch Holzplatten oder Zeichenkarton, ja, richtig schön festen Zeichenkarton. Ich schätze Zeichenkarton sehr. Ja, je kräftiger und stabiler, desto besser. Auch wenn ich Zeichnungen anfertige, mag ich so, wenn der Zeichenkarton mindestens 250 Gramm hat oder am besten auch 300 oder 400 Gramm. Und dann habe ich das Gefühl, es ist eine solide Unterlage, auf der ich arbeite. Welches Equipment benutzt du für deine Videoaufnahmen? Für Videos, wie auch dieses, benutze ich ganz einfach mein Handy. Das ist ein Samsung Galaxy S20. Ja, damit arbeite ich schon seit Jahren und habe ich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann gibt es noch diesen Camcorder hier. Den benutze ich auch sehr gerne für eher aufwendigere Projekte. Ja, den baue ich dann mit dem Stativ auf, wenn ich ein größeres Bild in der Entstehung filme oder wenn ich auch mal am Maltisch über mehrere Stunden dran bin, dann nutze ich den Camcorder, aber für alle möglichen anderen Videos ist mein Handy mein treuer Assistent. Beleuchtungsgeräte habe ich keine. Ich nutze das gute alte Tageslicht am liebsten und ansonsten halte ich es alles relativ einfach. Zum Abschluss folgen noch ein paar Fragen, die eher privater Natur sind. Diese Frage tauchte mehrmals auf. Warum rasierst du deine Haare ab? Hat das etwas mit deiner Einstellung zum Leben zu tun oder auch, wie bist du zu deiner Frisur gekommen? Ich denke, meine Frisur ist ebenso wie bei jedem anderen Menschen ein Teil des authentischen Ausdrucks. Ja, wir tragen die Kleidung, die wir tragen, wir nutzen die Worte, die wir nutzen, wir haben die Frisur, die wir haben, um unserem Wesen immer wieder Ausdruck zu verleihen. Und so repräsentiert auch meine Frisur ein Stück meines Wesens. Sie bringt auf jeden Fall meine Vorliebe für die Essenz,
zum Ausdruck oder meine Vorliebe fürs Wesentliche. Und damit repräsentiert sie natürlich auch meine Einstellung zum Leben. Yep. Wer oder was inspiriert dich? Auf jeden Fall inspiriert mich die Natur, ja, die Schöpfung in all ihrer Vielfalt, das Wunder des Lebens. Ich kann sehr viel lernen oder auch entdecken, wenn ich die Natur beobachte oder wenn ich das natürliche Leben beobachte oder Dinge, die noch in ihrer wahren Natur vorhanden sind. Ja, das schließt auch Kinder mit ein, die, wenn sie hierher kommen, ins Leben noch sehr natürlich sind. Das schließt auch Tiere mit ein, ja, Tiere, die in der freien Natur leben, Pflanzen und auch die unsichtbaren Wunder des Lebens, die sich uns nicht auf den ersten Blick offenbaren. All dies inspiriert mich zu Bildern, zu Liedern, zu Worten und natürlich auch dazu, in meinen Taten meine Liebe zur Schöpfung zum Ausdruck zu bringen. Was ist deine liebste Jahreszeit und deine liebste Tageszeit? Es fällt mir sehr schwer, mich hier zu entscheiden, da ich alle Zeiten mag, ja, alle Jahreszeiten. Jede einzelne hat ihre Qualität und ich bin immer wieder erstaunt und auch froh, wenn eine neue Jahreszeit beginnt. Und ich entdecke jedes Mal wieder die Vorteile oder die Wunder in dieser Jahreszeit. Ja, wenn der Winter vorbei ist und der Frühling bricht an, das ist ein erstaunliches Gefühl, das wahrzunehmen, wie die Natur zu neuem Leben erwacht und wie überall das neue Leben sprießt. Ja, und genauso geht es mir mit dem Sommer, ja, wenn die Hochzeit des Jahres stattfindet und auch ein großer Teil der Erntezeit. Und wenn dann der Herbst kommt nach dem heißen Sommer und es kommt damit auch wieder eine Zeit der vermehrten Einkehr. Und wenn nach dem Herbst der Winter kommt, ja, und es wirklich Zeit ist, wieder nach innen zu gehen. All diese Zeiten im Jahr haben ihre ganz besonderen Qualitäten und bringen auch ganz besondere Gegebenheiten mit sich, die ich alle sehr schätze. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich den Frühling nehmen. Und bei der Tageszeit geht es mir genauso. Ja, jede Tageszeit hat ihre Wunder. Jede Tageszeit ist besonders. Und wenn ich mich hier entscheiden müsste, dann würde ich den Vormittag nehmen. Ja, da ist sehr gutes Licht. Ich bin noch relativ frisch von der Nacht. Ja, die Sonne ist noch am Aufsteigen, bevor sie ihren höchsten Punkt zur Mittagszeit erreicht. Gibt es einen Weg, den du teilen magst, wie du bei herausfordernden äußeren Umständen wieder zu dir in den inneren Frieden kommst? Wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind, ist der erste Schritt für mich, zu mir zurückzukommen bzw. bei mir zu bleiben. Ja, das mit dem inneren Frieden ist für mein Empfinden nicht immer möglich, da manchmal die Zeiten so turbulent sind, dass man bestimmte Sachen einfach verarbeiten muss und das geht nicht immer alles friedlich vonstatten. Ja, manche Dinge bringen auch Aufruhr mit sich oder innere Konflikte. Aber ich kann zumindest alles tun, was mir möglich ist, um bei mir anzukommen oder bei mir zu bleiben. Und da hilft es mir oft, wenn ich das Tempo drossele. Also wenn ich alles etwas langsamer mache. Oder wenn ich sogar innehalte, ja, und kurz still bin.
um wieder hier bei mir anzukommen. Außerdem hilft es mir dann zu atmen, ja, bewusst und ruhig zu atmen, meine Bewegungen bewusst auszuführen. Und hier hilft es mir auch ganz besonders, bewusst zu zeichnen. Ja, manchmal nehme ich mir dann Zettel und Stift und zeichne ganz bewusst eine Linie oder Kreise oder bestimmte Formen wie Spiralen. Und wenn ich das mache und mich ganz in das Zeichnen hineingebe und auch bei mir bin, ja, mit meinem Atem, mit meiner Aufmerksamkeit, meinen Körper entspanne, so gut ich kann, dann hilft mir das in diesen Situationen auf jeden Fall. Ich habe da vieles ausprobiert in den letzten Jahren und gebe auch etliche Herangehensweisen sehr gern an meine Ausbildungsteilnehmer weiter. Nach dem, was ich gehört habe oder auch an Rückmeldungen bekomme, funktioniert das nicht nur bei mir gut. Hast du Tipps, wie man ein dickes Fell bekommt? Ich würde sagen, wir bekommen ein dickes Fell, wenn wir uns den Herausforderungen und Widrigkeiten des Lebens stellen. Denn wir Menschen sind so beschaffen, dass wir anpassungsfähige Wesen sind. Das heißt, wenn wir auf Umstände treffen, die uns in irgendeiner Art und Weise herausfordern, dann entwickeln wir Fähigkeiten, die es uns ermöglichen, mit diesen Umständen umzugehen. Ein Beispiel ist die Hornhaut. Ja, wenn wir beschließen, ab jetzt nur noch barfuß zu laufen, dann ist das möglicherweise in den ersten Tagen und Wochen noch eine etwas schmerzhafte Angelegenheit, aber es wird besser mit der Zeit, weil wir an den Fußsohlen Hornhaut entwickeln. Oder wenn wir anfangen, Gitarre zu spielen. Ja, in den ersten Tagen und Wochen ist es noch sehr schmerzhaft, wenn wir unsere Fingerkuppen auf die harten Stahlsaiten pressen. Aber je mehr wir üben und wenn wir es immer wieder tun, dann bilden wir an den Fingerkuppen Hornhaut aus. Und die ermöglicht es uns dann später, stundenlang Gitarre zu spielen, ohne dass es uns wehtut. Und diese Anpassungsfähigkeit können wir auch auf andere Ebenen unseres Seins übertragen. Ja, nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die energetische, auf die seelische Ebene. Das heißt, wenn wir uns immer wieder Herausforderungen stellen, ja, nach außen gehen, uns zeigen, dann werden wir stärker. Wir werden mutiger und präsenter. Und das ist für mein Empfinden ein Gleichnis für das dickere Fell. Also mein Tipp ist, es immer wieder wagen, es immer wieder tun, nicht aufgeben, nicht unterkriegen lassen, dranbleiben. Auf diese Weise werden wir stärker, stabiler und wir wachsen. Das ist natürlich auch anstrengend. Ja, es ist nicht der Weg des geringsten Widerstandes. Aber wie gesagt, wenn wir Gitarre spielen wollen, dann brauchen wir die Hornhaut. Wenn wir in die Welt hinausgehen wollen, ja, dann hilft es, wenn wir stark und stabil in uns ruhen. Ein dickes Fell entsteht ja bei Tieren, wenn die Winterzeit naht. Ja, wenn es draußen kälter wird, dann fangen die Tierchen an zu frieren und bilden ein Winterfell aus. Dazu gehört auch, dass sie mehr essen, ja, sich mehr ausruhen und auf diese Weise Bedingungen schaffen, unter denen ihr Körper das Winterfell entstehen lassen kann. Und das heißt auch bei uns, wenn wir rausgehen in die Welt und uns zeigen und unsere Kunst oder unsere Werke teilen, dann bedeutet das gleichzeitig auch, dass wir wirklich gut für uns sorgen, dass wir uns Zeiten nehmen, in denen wir uns zurückziehen, uns ausruhen, ja, und einen Raum schaffen, in dem unser Winterfell wachsen kann. Also unser dickeres Fell oder unsere Stärke. Ja. Also eine stärkere Bewegung nach außen erfordert auch eine stärkere Bewegung nach innen. Ja, wenn wir unsere Krone wachsen lassen wollen, dann müssen unsere Wurzeln stärker werden. Und das bedeutet, dass wir sehr, sehr gut für uns sorgen. In Zeiten, wo wir uns auch mutig nach außen vorwagen. Warum müssen wir uns ein dickes Fell anschaffen, wenn wir als Künstler oder Künstlerin sichtbar sind? Ist es nicht wertvoll,
ganz in der eigenen Sinnlichkeit und Empfindsamkeit und auch in der Kunst, seinen eigenen Weg zu gehen und dem Herzen zu folgen? Ich finde, das schließt einander nicht aus. Ja, wir können uns ein dickeres Fell wachsen lassen und gleichzeitig in unserer Sinnlichkeit und Empfindsamkeit, ja, in unserer ganzen wahren Natur nach außen gehen. Mit unserer Kunst, ja, und mit unserem Wesen. Ich würde sogar sagen, wenn wir unserem Herzen folgen und unseren eigenen Weg gehen, dann werden wir ganz natürlich stärker. Und dieses Stärkerwerden bedeutet für mich auch ein etwas dickeres Fell ausbilden. Es bedingt für mein Empfinden eher einander. Ja, je stärker ich bin, desto mehr kann ich nach außen gehen. Desto mehr habe ich den Mut, mich zu zeigen. Und je mehr ich mich zeige, ja, und lerne, wie wertvoll es ist, dass ich mich zeige, für die anderen Menschen, für mich, ja, für das Leben an sich, desto stärker werde ich. Hier liegt möglicherweise ein Missverständnis vor mit der Begrifflichkeit ein dickes Fell wachsen lassen. Ja, vielleicht wurde das interpretiert als abstumpfen oder verhärten. Aber so ist es definitiv nicht gemeint. Es ist eher als eine natürliche Stärke gemeint, die von innen kommt und die dann Fähigkeiten oder Qualitäten mit sich bringt, die auch im Außen sichtbar werden. Was können wir als deine Community zu deiner Jubiläumsfeier beitragen? Worüber würdest du dich freuen? Ich freue mich auf jeden Fall über euer Interesse und auch darüber, dass ihr mir eure Zeit schenkt, zum Beispiel, indem ihr euch dieses Video anschaut und euch mit mir gemeinsam freut. Wenn ihr euch Inspirationen anschaut oder anhört, die ich mit euch teile und euch Zeit nehmt, um diese umzusetzen. Ja, ich freue mich, wenn ihr meine Kunstwerke nutzt, um anderen Menschen eine Freude zu bereiten, wenn ihr sie verschenkt, verschickt, miteinander teilt. Ja, was ist ein Künstler, der Bilder malt, ohne jemanden, der sich an diesen Bildern freut? Was ist ein Sänger, dem niemand sein Ohr schenkt? Ja, oder was ist ein Poet ohne den Menschen, der seine Worte liest und darüber staunt? Heutzutage ist es so, dass durch das Internet und die sozialen Netzwerke Bilder, ja, oder auch Lieder oder Texte manchmal genommen und verfremdet werden oder auch im eigenen Namen veröffentlicht werden. Und in solchen Fällen freut es mich auch, wenn ihr irgendwo Kunstwerke entdeckt, ja, wo ihr die Künstler kennt und ihr seht, dass diese Werke einfach genommen und verfremdet wurden, ja, oder im eigenen Namen veröffentlicht wurden. Wenn ihr dann einen Kommentar hinterlasst und klarstellt, dass dieses Werk in Wahrheit von dem und dem Künstler stammt. Das ist auch eine Möglichkeit, Wertschätzung dem Künstler gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Das erlebe ich schon seit vielen Jahren, ja, diese Form der Wertschätzung, und hierfür bin ich auch immer wieder dankbar. Ebenso bin ich aus tiefstem Herzen dankbar dafür, dass ihr gemeinsam mit mir kreativ seid, immer wieder, und eure Freude mit mir teilt. Ja, eure Freude über eure Kreativität, über eure Entdeckungen, dass wir gemeinsam staunen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, die Antworten auf eure Fragen waren interessant und ihr hattet eine schöne Zeit beim Schauen des Videos. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für euer Dabeisein, für eure Wertschätzung in den letzten 20 Jahren. Und ich freue mich auf unser weiteres Miteinander. Auf die eine oder andere Weise. Ich wünsche euch eine kreative Zeit und ganz viel Freude bei all eurem Sein und Tun. Wir sehen uns. Macht's gut.